Was geht ab, Leute? Neues Video. Ich zeige euch heute mal, wie ich hoffentlich nie wieder platte Reifen bekomme und wie ihr das eventuell auch tun könnt. Und zwar seht ihr hier schon, ich habe meine beiden Full Suspension Bikes, mein Downhill-Rad und mein Enduro-Rad. Und zwar habe ich für diese Räder Einlagen in den Reifen. Ich zeige euch gleich mal, wie ich das Ganze gemacht habe, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert. Es ist eigentlich so simpel wie effizient. Ihr macht quasi aus dem Reifen eine Art Vollgummireifen, allerdings nicht im Ganzen, sondern nur in der äußeren Schale. Das Ganze bringt natürlich ein bisschen mehr Gewicht mit sich, aber ich denke, das ist durchaus zu verschmerzen, wenn man bedenkt, wie viel mehr Sicherheit man dadurch hat, welche Optionen man dadurch bekommt und wie viel weniger Sorgen man sich da machen muss. Also ich zeige euch, wie man das Ganze einsetzt. Wie gesagt, im Downhill-Rad habe ich das Ganze auch schon länger und konnte das Ganze auch schon testen, unter anderem in Neuseeland, seitdem auch keine Probleme mehr mit Platten gehabt dort. Im Enduro-Rad habe ich das auch schon eingesetzt, hatte bis jetzt allerdings, dadurch, dass ich die letzte Zeit so viel unterwegs war, noch nicht die Möglichkeit, das zu testen, und das Enduro-Rad ist den letzten Monat komplett verstaubt. Deswegen gehen wir gleich mal eine Runde auf meinen Home-Trail hier, Runde Shredden, habe ich sowieso Bock drauf. Ich zeige euch zunächst, wie man das Ganze einsetzt, beziehungsweise einfach, wie ich es eingesetzt habe. Die Wahrscheinlichkeit auf den Platten verringert sich extrem. Worauf ich vor allem drauf hoffe, ist natürlich, was ich bis jetzt auch noch nicht die Möglichkeit hatte, ist natürlich, das Ganze beim Urban Freeriden auszuprobieren. Gerade da hat man ja häufig die Probleme, dass viel Scherben rumliegen, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, Treppengaps verlangen den Reifen leider auch manchmal ziemlich viel ab. Ich hatte auch schon manchmal beim Urban Freeriding dann platte Reifen, und ich hoffe, dass das jetzt nie wieder der Fall sein wird durch diese Einlagen. Der weitere Vorteil, den ihr dadurch habt, ist natürlich, dass ihr gerade bei schlechten Bedingungen auf einem Trail einen extrem niedrigen Reifendruck fahren könnt, ohne dass euer Reifen gleich auf die Felge durchschlägt und dadurch eventuell ihr die Laufräder oder ähnliches beschädigt. Und ja, dadurch natürlich dann dementsprechend mehr Grip aufbauen könnt, indem ihr einfach weniger Druck fahrt. Das einzige Rad, wo ich diese Dinge aktuell noch nicht drin habe, ist in meinem Dirt Jump Rad, da ich erst dachte, es wäre unnötig. Jetzt, wie ihr vielleicht in meinem letzten Video in Los Angeles gesehen habt, beziehungsweise man konnte es nicht genau erkennen, aber ich hatte zwei platte Reifen, weil dort überall auch Scherben waren und so. Ich denke, das will ich in Zukunft auch vermeiden, deswegen werde ich die Einsätze wahrscheinlich auch noch in mein Dirt Jump reinsetzen. Ich denke, das bisschen mehr Gewicht kann ich verkraften, dadurch, dass ich dann nicht mehr die Sorge habe, irgendwo unterwegs einen Platten zu haben. Und zwar handelt es sich dabei um diese Einlagen. Da rein kommt ganz normal der Schlauch und dann kommen diese Einlagen quasi einfach unter den Mantel und sind also unsichtbar, sind ziemlich leicht, aber schützen auf jeden Fall euren Schlauch und auch eure Felge vor Durchschlägen und platten Reifen. Wie gesagt, genauso schon in meinem Enduro drinne, jetzt noch in meinem Downhill-Rad, damit ich mich nicht mehr mit lästigen Platten rumschlagen muss. So, unsichtbar unter dem Mantel. Ist ein bisschen gefrickelt, das da reinzukriegen vernünftig, weil wichtig ist halt, dass es nicht zwischen Reifen und Felge sitzt, sondern halt wirklich nur in dem Reifen, also in dem Mantel drin. Kaum schwerer als vorher, und der Vorteil ist natürlich auch, ihr könnt insgesamt leichtere Reifen fahren, weil ihr halt nicht mehr so robuste Reifen in dem Sinne fahren müsst unbedingt, sondern ihr könnt auch auf leichte Reifen zugreifen. Also ich demonstriere euch das gerade nochmal am Vorderrad. Reifen zur Hälfte drauf, Schlauch in die Arme rein. Ich setze dann als erstes halt das Ventil vom Schlauch natürlich in die Felge ein und dann die ganze Arme unter den Mantel. Von Anfang an auch darauf achten, dass der Schlauch richtig drin liegt. Gerade am Ende ist es dann wichtig, dass der Flansch hier nicht hier rüber steht, sondern dass er wirklich innen drin sitzt. Also ein bisschen vorsichtig sein, aber bisschen mehr Arbeit und dafür tausendmal mehr Spaß, weil ihr euch nicht mehr so viel Sorgen über platte Reifen machen müsst. So, das ist auch schon der ganze Trick, wie man das Ding einsetzt. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, mit verschiedenen Luftdrücken herum zu experimentieren und so weiter. Wie gesagt, ihr könnt wesentlich weniger fahren, als ihr sonst vielleicht gewohnt seid. Dadurch vielleicht noch mehr Traktion und noch mehr Grip generieren. So, ihr habt gesehen, wie man die Dinger einsetzt. Ich würde sagen, genug Info dazu. Wir labern gleich auf dem Trail noch mehr. Wir fahren erstmal zum Home Trail. Let's go! Hui. So, wir sind jetzt bei mir im Wald auf dem Home Trail unterwegs. Dummerweise regnet es jetzt, aber wir checken mal, was so abgeht. Erstmal lassen wir noch die Luft auf den Reifen und nehmen dann später welche raus. Let's go! Ich würde sagen, erstmal kleine Enduro Trail Sesh coming up. Ich hoffe, man versteht mich gut mit dem Windcase auf der GoPro. Let's go! Oh! Ui, slippery. Take 2, bisschen schneller.
Da ist er. Hui! Ich will gleich einfach mal hier so einen random Hang runterbrettern. Habe ich eben unten von der Straße aus gesehen. Und gucken, ob das abgeht. Ich hoffe natürlich, dass es abgeht. Kein Bock, hier einem Wildschwein über den Weg zu laufen. Hui! Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Mark allein im Wald. Der Hang hier sah jedenfalls ganz lustig aus, ich würde sagen. Wir knallen einfach mal runter. Ich glaube, bei dem Untergrund kann es schon ganz geil sein, mit ein bisschen weniger Luftdruck zu fahren. Was ich sonst echt eigentlich nie gewohnt bin, weil ich eigentlich nur vom Springen komme und immer 4 Bar fahre. Da geht noch mehr. Durchschlagen können wir jetzt nicht mehr, also können wir ruhig schön low gehen. Ja, das fühlt sich gut an. Ich weiß ja nicht, was ihr so denkt. Also grundsätzlich habe ich kein Problem damit, allein im Wald zu sein. Aber beim Fahrradfahren ist natürlich immer so ein bisschen dieses Verletzungsrisiko, was da mitspielt. Wo einem natürlich nichts passieren will und auch nicht sollte. Also Downhill Sesh. Let's go! Einfach mal drauf zu. Ich weiß nicht, wo ich lang fahre. Ich fahre einfach querfeldein. Oh fuck, nö. Oh Mann, das versaut mir doch jetzt den ganzen Spaß. Wieso kommt denn jetzt plötzlich ein scheiß Zaun? Vorne seht ihr so ein ganz dicht bewaldetes Tannenwäldchen quasi. Und da geht so eine ganz enge Schneise durch. Liegen zwar überall Äste und Bäume drin. Aber let's gib ihm. Let's gib ihm. Oh, oh fuck, was hängen geblieben. Hui, holy fuck. Ah, zu tight hier drin. Aber der Teil war geil. Wäre geil, wenn das ewig so weitergehen würde. Unterholzgeschichte. Alter, wo bin ich hier? Boah. Fuck, das ist nicht down. Aber hier kommen wir rüber. Uff. Boah. Hier ist noch ein geiler Steilhang. Perfekt. Optimal. Und da unten ist auch wieder die Straße. Besser geht's da nicht. Und gib ihm. Boah. Boah. Nice. Da ist mein Auto. Perfekt. Dope. What a session. Alter, es gibt doch nichts Geileres, als einfach so durchs Unterholz zu knallen. Ich schiebe hier gerade einen Trail hoch, den ich selber erst einmal vor Ewigkeiten gefahren bin. Aber das sieht richtig spaßig aus. Wurzelfelder, geile Kurven, richtig geil, looser Dirt, wo man durchschreddern kann. Hier droppt man rein, dann kommt da ein Sprung und man hat so 50 cm Platz, direkt neben dem Baum zu landen. Bisschen zu weit links fällst du links rein, bisschen zu weit rechts knallst du voll gegen den Baum. Also gleich auf jeden Fall aufpassen hier. Wer weiß, wofür diese Dinger da sind. Ich habe in der Grundschule anscheinend nicht aufgepasst. Und go! Ui, um dass wir hier auf den nassen Wurzeln natürlich jetzt nicht komplett wegrutschen, aber das geht gut. Boah, extra nasser Teil. Hui. 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 Hier geht's steil runter.
So, jetzt kommen hier diese Zugstrecken. Die machen nicht so viel Spaß. Hui. Boah. Alter Vater. Hui. Ui. Oh. Alter, Halsmaul. Ah! Geil! Alter, war das anstrengend, aber Alter, war das geil. Ich kipp gleich um. Ihr könnt mich hier aufsuchen. Ich liege hier irgendwo am Waldrand. Alter! Und so geil mit dem Grip. Die Kombination aus den Conti Baron Reifen und der Arma da drin. Übelst wenig Luftdruck. Grip ohne Ende. Kann sich einfach so überall reinstellen. Geil. Hammer. Alter. Best Day ever. So wie jeden Tag. In diesem Sinne, Leute, das war's aus diesem Video. Wenn ihr auch so Tennisarme haben wollt, Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch online bestellen. Sind recht günstig dafür, was ihr dafür bekommt. Checkt's aus. Das war's aus diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und wenn ihr neu seid, Abo nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.